Hi, in diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr es schafft, möglichst wackelfrei, freihand, das heißt ohne Stative, zu filmen. Viel Spaß! Ich habe euch ja schon in einigen Videos Stative vorgestellt, mit denen man sein Video stabilisieren kann, das heißt Steadicams zum Beispiel oder Schulterstative. Jetzt gibt es aber Situationen, wo man nicht immer so ein Stativ dabei haben kann. Ich zum Beispiel nehme auf Events nie ein Stativ mit, einfach weil ich ganz gerne unauffällig bleiben möchte. Oder wenn ich im Urlaub bin oder so, kann ich auch nicht so ein Schulterstativ mitnehmen. Deshalb gibt es jetzt einfach ein paar Tipps, wie ihr ohne Stativ eure Kamera stabilisieren könnt. Der erste Tipp, den ich euch mitgeben könnte, wäre es, eure Kamera möglichst schwer zu machen, denn je schwerer so eine Kamera ist, desto träger ist sie auch und desto weniger wird das Zittern von eurer Hand auf die Kamera übertragen. Wie wird so eine Kamera jetzt schwerer? Ihr könnt zum einen relativ schwere Objektive verwenden, deshalb finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn so ein Objektiv mal ein bisschen schwerer ist. Falls ihr jetzt kein schweres Objektiv habt oder auch nicht plant, euch so ein Objektiv zuzulegen, wäre eine Empfehlung, sich so einen Batteriegriff zuzulegen. Also ein Batteriegriff macht die Kamera deutlich schwerer und auch besser zu handeln und hat gleichzeitig noch den Vorteil, dass ihr 2 Akkus reintun könnt. Das heißt, ihr müsst seltener eure Akkus wechseln. Ein weiterer Vorteil von so Batteriegriffen ist, dass eure Kamera einfach ein bisschen professioneller aussieht. Leute, die sich nicht mit Kameras auskennen, fragen mich auch immer, ob ich wirklich mit der kleinen Kamera meine Videos aufnehmen will. Also ihr seht, so ein Batteriegriff hat auch noch andere Vorteile, aber für mich ist eben der Vorteil das Gewicht. Der nächste Tipp wäre es, ein Objektiv mit Bildstabilisator zu besorgen. Ich persönlich habe jetzt keins mit Bildstabilisator, ich kann es auch relativ gut ohne. Leute, die extrem stark zittern, denen kann ich das nur empfehlen, so ein Objektiv mit Bildstabilisator zu kaufen. Ein weiterer Tipp wäre es, die Kamera möglichst nah am Körper zu halten, denn je weiter weg ihr die Kamera vom Körper haltet, desto wackeliger wird auch das Video. Am besten haltet ihr die Kamera immer zur gleichen Position und bewegt eure Hände und eure Arme gar nicht. Und wenn ihr einen Kameraschwenk durchführen möchtet, dann würde ich euch raten, euch aus dem Oberkörper raus zu bewegen. Das sieht zwar zugegebenermaßen ein bisschen komisch aus, aber ganz ehrlich, wenn das Ergebnis gut wird, kann einem das auch egal sein. Filmt möglichst weitwinklig. Das ist auch ein Tipp, den ich euch schon beim Rolling Shutter gegeben habe. Je weitwinkliger man filmt, desto weniger sieht man Verwackler im Video. Ich habe euch hier mal so ein paar Videos eingeblendet von 105 mm bis 14 mm und ich denke, man sieht ganz klar, dass je weitwinkliger man geht, desto weniger Verwacklungen werden auch im Video aufgenommen. Was ihr auch machen könnt, wäre es, durch den Sucher zu gucken und dabei eure Kamera so ein bisschen an euch ranzupressen. Das funktioniert natürlich nur bei Kameras, die auch einen digitalen Sucher haben, das heißt meine Sony Alpha 7S oder die Panasonic G70, GH4, Sony A6000 und so weiter. Guckt einfach durch den Sucher und presst dabei so ein bisschen eure Kamera an euch ran. Das stabilisiert auch schon die Kamera. Falls ihr keinen digitalen Sucher habt, bei einer Spiegelreflexkamera zum Beispiel, könnt ihr euch auch so eine Displaylupe zulegen und dann eben die Kamera durch diese Displaylupe an euch ranpressen. Dadurch wird es auch schon mal stabilisiert. Ich habe euch ein Video von Dominik Geisler verlinkt, der stellt euch eine Displaylupe vor, die gerade mal 20 € kostet. Außerdem gibt es auch noch so Mini-Rigs, die kosten auch nicht viel, da könnt ihr dann eure Kamera an euren Körper ranpressen. Ist dann zwar nicht ganz ohne Hilfsmittel, aber ich denke mal, in vielen Situationen kann man eher so ein kleines Rig mitnehmen, als so ein riesen Schulterstativ. Und falls alle Tipps jetzt nicht geholfen haben und euer Video trotzdem noch verwackelt ist, könnt ihr immer noch am Computer euer Video stabilisieren. Ich muss zugeben, in Final Cut bin ich nicht so zufrieden mit dem Stabilizer. In Premiere gibt es diesen Warp Stabilizer oder auch in After Effects. Der funktioniert deutlich besser in meinen Augen. Und eine Sache dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, nämlich das Üben. Wenn ihr gerade Anfänger seid mit dem Filmen, dann werdet ihr es trotz dieser Tipps nicht schaffen, verwacklungsfrei zu filmen. Deshalb müsst ihr einfach üben, so viel es geht und irgendwann klappt es dann schon. Ich filme ja schon seit fast 6 Jahren, deshalb funktioniert das ganz gut bei mir und ich kann euch auch nur raten, übt so viel es geht. So, das war's schon wieder mit diesem relativ kurzen Video zum verwacklungsfreien Filmen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.